Im Regenwald wohnen heißt auch mit Tieren wohnen. Über Nacht haben sich vorgestern Termiten hier im Badezimmer gemütlich gemacht. Und weil Skorpione gerne Termiten fressen, haben wir einen Skorpion im Haus und der saß gestern Abend auf dem Bett. Ein Hauch von Abenteuer liegt in der Luft. 6 Tage lang trägt uns das Schiff den geheimnisvollen Ubangi hinab und weiter über den endlosen Kongo bis nach Brazzaville. Vor uns liegt das Kongo-Becken, ein endloser Dschungel, geheimnisvoll, unzugänglich und voller unentdeckter Welten. Es ist soweit, wir müssen uns verabschieden im Fondogo 3. Wir haben ein Boot. Das liegt extra für uns an, außerplanmäßig. Dafür müssen wir hier die kleinen Hafengebühren bezahlen. Und da kommt es. Da geht das jetzt mit Sack und Pack drauf. Und offensichtlich sind wir dann doch nicht mehr die Einzigen. Da legt unser Traumschiff an. Es ist gar nicht so voll, wie wir dachten. Das ist gut. Wir haben ganz viel Platz. 5 Plattformen auf dem Weg von Bangui nach Brazzaville. Und wir kommen mit. Das ist unser Gepäckhaufen. Essen und Wasser für eine Woche, weil wir nicht genau wissen, wie lange es dauert. Easy. Einfacher geht's gar nicht. Wir haben abgelegt und das Team vom Lepra-Zentrum steht am Kai. Well, this is it. After 2 weeks and a bit of just lovely, lovely, lovely having company. They're off on their next adventure. Tag 1, wir sind auf dem Ubangi-Fluss. So, wir haben unser Haus für die nächste Woche gebaut. Es ist auch schon eingerichtet und wir haben eine ganz tolle Aussicht. Wir sind zum Sonnenuntergang des ersten Tages auf dem Sonnendeck. Es ist Tag 2 und wir haben heute Morgen um 3 an einem kleinen Örtchen angehalten. Man glaubt immer, dass man bei Stopps in so tropischen Ländern leckere Sachen am Ufer zu kaufen kriegt, aber wirklich das Einzige war hier eine tote Gazelle, Frischfleisch und diese Päckchen. Das ist Kwanga, das ist fermentiertes Maniok. Kein Obst, kein Gemüse. Frühstück ist fertig. Naja, fast. Fast. Es gibt Nido-Milchpulver mit Haferflocken. Total lecker. Essen wir schon seit über 2 Wochen. Kein Obst, sowas gibt's hier nicht. Es regnet und stürmt und donnert und gewittert. Und wir fahren auf den Äquator zu. Wir fahren ganz gemächlich mit 9 bis 11 Kilometern die Stunde dahin. Wir sind gerade die fliegenden Händler angekommen oder Händlerinnen und krabbeln gerade an Bord, um ihre selbstgemachten Sachen zu verkaufen. Hier ist der Äquator. Wir sind gerade drüber gefahren und jetzt ist nicht mehr Herbst. Jetzt ist Frühling. Das sind unsere Nachbarn hier auf dem Schiff.
Wir sind uns nicht sicher, ob die nach Brazzaville wollen oder ob die vorher aufgegessen werden, so Frischfleisch auf Vorrat. Sonnenuntergang auf dem Ubangi. Wenn die Sonne morgen aufgeht, sind wir auf dem Kongo. Unsere Positionsleuchte da oben ist eine Glühbirne mit einem roten Kaffeebecher aus Plastik drüber. Tag 3 beginnt stürmisch auf dem Kongo. Seit 2 Stunden geht das so. Das Tarp von der UNO ist auch zerrissen, keine Qualität. Nee, war UNHCR, Flüchtlingswerk. Hallo Kongo, das war ein wilder Auftakt mit dir. Das ist einer der 6 Kapitäne und seine kleinen Helfer. Es hat ein Kanu angelegt. Ich habe zuerst gedacht, sie verkaufen Kohle, aber es sind zu Kohle geräucherte Fische. Da wird jetzt schwer verhandelt. Der Sturm heute Morgen hat 6 Stunden lang gewütet. Bei uns hat es nur das Tarp zerlegt. Hier konnte man noch flicken. Da ist die Ecke rausgerissen, aber wir sind glimpflich davon gekommen. Unser Zelt hält, aber andere Leute, da ist alles nass geworden. Überall trocknen Matratzen und Planen. Seitdem wir auf dem Kongo unterwegs sind und nicht mehr auf dem Ubangi, ist die Landschaft so offen. Es gibt keinen Regenwald mehr, nur noch vereinzelte Bäume. Und hier ist der Fluss ungefähr 8 Kilometer breit. Ja, wie vermutet, ein tierischer Passagier weniger. Es ist Sonntag und da gibt es Hühnchenbraten. Unser Kocher ist vor 2 Wochen kaputt gegangen. Jetzt essen wir unser Dosengemüse halt kalt. Der Jan kämpft mit dem Fisch.